Jetzt, wo Deutschland vorzeitig aus der WM ausgeschieden ist, sollten wir uns wieder auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren. Zum Beispiel auf das Asylinferno. Es kommen immer weniger Flüchtlinge nach Deutschland. Und wie soll es da bitte für die arme CSU weitergehen? Dicke Luft zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer. Alles ist sehr kompliziert und wir haben für euch die verfahrene Situation zum besseren Verständnis im Stil einer Telenovela zusammengefasst. Manchmal glaube ich, es will keiner mehr was mit mir zu tun haben. Ja. Hat denn keiner mehr Bock auf Merkel? Bei der letzten Bundestagswahl gab es dramatische Verluste für die Union. In der EU geben immer häufiger Merkels Gegner den Ton an und von ihrem Spitzenverhältnis zu Donald Trump will ich gar nicht erst anfangen. Es sind Merkels schwerste Tage und ausgerechnet jetzt zerstreitet sie sich auch noch mit Horst Seehofer. Sie, die CDU-Vorsitzende, er, der CSU-Vorsitzende und eigentlich bilden beide Parteien seit Jahrzehnten die erfolgreiche Union. Aber diese Party scheint vorbei. Das Problem ist folgendes: Seehofer würde gerne Flüchtlinge an der deutschen Grenze abweisen, sofern sie schon in einem anderen EU-Land registriert wurden. Aus Seehofers Sicht natürlich genial. Weil Deutschland in der Mitte Europas liegt, ist es Flüchtlingen eigentlich unmöglich, nach Deutschland zu kommen, ohne vorher den Boden anderer EU-Staaten zu betreten. In Seehofers Welt bedeutet das, dann werden die Flüchtlinge alle nur in den umliegenden Staaten registriert und nicht mehr bei uns und wir Deutsche können am Ende alle lässig an der Grenze abweisen, weil sie wurden ja vorher schon woanders registriert. Ja, nice! Dieser super ausgefuchste, brillante Vorschlag hat nur leider einen kleinen Schönheitsfehler. Entscheidend ist doch die Frage, ob die anderen europäischen Staaten diesen Alleingang akzeptieren würden. Italien, wo ja aktuell die meisten Flüchtlinge landen, könnte sagen, wir registrieren die gar nicht erst und winken die einfach durch. Und die Österreicher könnten wie 2015 Busse chartern, die die Flüchtlinge an die deutsche Grenze bringen. Und was machen wir dann? Eierschaukel! In der Folge könnte dieser Vorschlag also noch mehr Flüchtlinge für Deutschland bedeuten, was ja eigentlich genau das Gegenteil dessen ist, was Seehofer als Innenminister eigentlich erreichen wollte. Merkel jedenfalls hält diesen Plan für maximal sinnlos und ist strikt dagegen. Und zwar so strikt, dass sogar über einen Bruch der Union von CDU und CSU spekuliert wurde. Allerdings hat die CSU auch immer wieder betont, dass das ja nur ein Vorschlag wäre aus Seehofers hammermäßigem Asyl-Masterplan, einem 63-Punkte-Plan, mit dem Seehofer und die CSU quasi alle Probleme der Flüchtlingspolitik bewältigen wollen. Das einzige Problem ist, dieser Plan ist so geheim, dass ihn nicht mal die CSU selbst kennt. Wer in dieser Runde hat den Masterplan schon gesehen? Den Seehofer-Söder-Masterplan? Er hat ja darüber abgestimmt. Herr Blume, Sie haben darüber abgestimmt, Sie haben ihn für gut befunden. Haben Sie ihn denn in der Hand gehalten und die 63 Punkte können Sie jetzt referieren? Ich kann Ihnen die Grundstruktur erklären. Ich kann Ihnen sagen, was Horst Seehofer dabei geleitet hat, was er berichtet hat aus den Gesprächen mit der Kanzlerin, aber ich habe ihn auch nicht gesehen. Ja, der Generalsekretär der CSU selbst hat keinen blassen Schimmer, was in Seehofers sagenumwobenem Asyl-Masterplan jetzt tatsächlich drinsteht. Also theoretisch könnte auch drinstehen, alle neuen Flüchtlinge werden in Zukunft im Garten von Markus Blume gesammelt. Woher soll der Mann das wissen? Niemand hat ihm den Plan gezeigt. Dass er ihn trotzdem vorbehaltlos unterstützt, hat dann auch eher was von blindem Gehorsam gegenüber Seehofer als von seriöser Volksvertretung. Und das machte dann auch den Chef der Grünen fassungslos, der ebenfalls in der Sendung zu Gast war. Aber Sie haben ihm zugestimmt, ohne ihn zu kennen? Das ist ja erstaunlich. Sie sind doch im Präsidium der CSU, oder nicht? Ja, aber das lässt trotzdem einen zustimmen zu Punkten, von deren Richtigkeit man völlig überzeugt ist. Ernst, oder Herr Blume? Sie können bei so einem zentralen Dokument nicht zustimmen, ohne das gesehen zu haben. Sie zerlegen eine Regierung über ein Papier, das niemand kennt. Alles ist ein riesiges Chaos und noch kurioser wird es dadurch, dass die Zahl der neu nach Deutschland kommenden Flüchtlinge eigentlich zurückgeht. Im Rekordjahr 2015 kamen 890.000 Flüchtlinge nach Deutschland. Im Jahr darauf kamen noch 280.000 und im letzten Jahr ging es weiter zurück auf 187.000. Das ist viel, aber es wird weniger und tausende Asylbewerber verlassen das Land auch wieder. Zwischen 2015 und 2017 wurden über 70.000 Menschen abgeschoben und rund 120.000 Asylbewerber haben das Land durch Förderprogramme freiwillig wieder verlassen. Warum schlägt Seehofer also ausgerechnet jetzt schon wieder so lauter Asylalarm? Also nicht nur bei den Grünen, sondern selbst in der CDU kann man es kaum fassen. Alle Punkte sind abgearbeitet aus dem Koalitionsvertrag. Wir haben heute 95% weniger Flüchtlinge im Durchschnitt der Monate als im Oktober 2015.
Ich habe den Eindruck, der Erfolg darf nicht mitgeteilt werden, weil man dann keine Krise hat. Die Asylkrise, die braucht es. Natürlich wird man bei der CSU insgeheim heilfroh sein, dass die Flüchtlingszahlen deutlich gesunken sind, aber das Timing, das stimmt leider gar nicht. In wenigen Monaten ist in Bayern Landtagswahl und die AfD ist in Umfragen ziemlich stark. Was tun also? Das Asylthema so groß machen, wie es nur geht, die eigene Partei als härtesten Kritiker der Verhältnisse positionieren und dann hoffen, dass am Ende ein paar Leute eher CSU wählen als AfD. Das ist der eigentliche Masterplan. Also nicht dieser peinliche Möchtegern-Geheimniskrämerei-Unsinn, der da veranstaltet wurde, sondern Stimmung machen, um bei der bevorstehenden Wahl nicht völlig abzuschmieren. Und hat es sich zumindest gelohnt? Naja, um es mit Team Rocket zu sagen, das Ganze war scheinbar mal wieder ein Schuss in den Ofen. In einer aktuellen Umfrage sehen die Bayern die CSU als größtes Problem für ihr Land. Bezeichnenderweise sogar noch als ein größeres Problem als Flüchtlinge. So hat sich die CSU das wahrscheinlich nicht vorgestellt. In einem Interview mit dem Stern-Magazin wurde Horst Seehofer vor kurzem gefragt, was denn eigentlich wäre, wenn er am Ende mit seiner Strategie scheitert und vielleicht sogar sein Amt verliert. Und Horst Seehofers Antwort lässt wirklich tief blicken. Ich werde demnächst 69. Ich bin seit 38 Jahren in der Politik. Glauben Sie, dass mich das beschäftigt? Es ist ihm schlicht egal. Also der Mann steht kurz vor der Rente und ist am Ende seiner politischen Laufbahn, hat ausgesorgt, also wie sinnvoll oder sinnlos seine Vorschläge zu diesem Zeitpunkt sind, das juckt ihn scheinbar überhaupt nicht mehr. Also entweder kann er so viele Leute für die CSU mobilisieren im anstehenden Wahlkampf, dass er danach als Held abtritt mit seiner genialen Strategie, oder aber er reitet sich selber, die CSU und vielleicht sogar die Bundesregierung komplett in die Scheiße. Aber selbst dann, wen juckt's? Ich meine, ich gehe jetzt in Rente, kann mir egal sein, ist doch alles nur Spaß. Also ich halte das für verantwortungslos, ich halte das für egoistisch. Und wenn man sich so seinen Wählern präsentiert, dann braucht man die einbrechenden Umfragewerte auch nicht mehr der AfD, den Flüchtlingen oder sonst wem in die Schuhe zu schieben, sondern diesen Vertrauensverlust, den hat man dann ganz alleine geschafft.